Hallo allerseits und willkommen zu dieser Bausatzbesprechung. Heute von Meng, der Renault FT17 im Maßstab 1:35. Das ist ein sehr neuer Bausatz und auch mein erster Bausatz von Meng. Ich habe mir den allerdings nicht selber gekauft, der wurde mir vom Tactical Jackalope, dem taktischen Wolperdinger aus Texas, gespendet sozusagen. Vielen Dank dafür, das ist sehr großzügig. Ihr wisst ja, dieses Jahr möchte ich ein paar französische Panzer bauen und da passt es natürlich perfekt rein. Ähm, Der FT17 ist ja auch wohl einer der innovativsten Panzerentwicklungen im Ersten Weltkrieg. Sozusagen ja der erste moderne Panzer und da hat sich eigentlich an dem Grunddesign nicht mehr so viel geändert. Ähm, Deswegen ist es wirklich mal interessant, sozusagen den Urvater aller ja, üblichen modernen Panzer mal zu bauen. Gut, dann schauen wir rein in die Schachtel. So, wenn man die Schachtel aufmacht, findet man haufenweise Gießäste, die alle einzeln in Folie eingeschweißt sind. Also da wird das Beschädigungsrisiko doch ziemlich verringert. Sehr gut. Dann fangen wir mal mit der Bauanleitung an. Das ist so ein Büchle. Ja, das ist schon mal besser. Ich mag das nicht, wenn man die Pläne so über den ganzen Tisch ausklappen muss. Ich finde es so als Heft ein bisschen handlicher. Hier geht es erstmal los mit der Geschichte zum Fahrzeug, die ja recht umfassend ist und auch sehr interessant. Findet man alle möglichen Sprachen, unter anderem auch in Englisch. Ich muss sagen, der Text ist informativ, allerdings liest sich, wie wenn es ein Drittklässler geschrieben hätte. Bisschen öde, aber wenn es um Inhalt geht, nicht schlecht. Dann hier nochmal ein paar Informationen zu den Personen. Ja, gut. Genug der Hintergrundgeschichten. Hier sieht man dann mal noch grundsätzlich, was für Optionen möglich sind. Also man kann alle Luken, Klappen und so weiter offen darstellen, weil es ist auch ein kompletter Innenraum vorhanden. Das sieht man natürlich auch nicht so oft. Das ist natürlich schon eine sehr reizvolle Variante, da alles offen darzustellen. Das ist hier auch nochmal der Motor erklärt. Okay. Dann gibt es hier noch ein paar Sicherheitshinweise, empfohlene Werkzeuge, eine Anleitung für die Abziehbilder und dann wird hier auf die 4 Varianten hingewiesen, die da eben sich bauen lassen. Da wird dann wahrscheinlich während der Baustufe auch nochmal jeweils mit dem entsprechenden Buchstaben drauf hingewiesen. Und dann geht's los. Hier das Getriebe, Motor. Und ihr seht, es ist sehr ähnlich wie bei Tamiya aufgebaut. Auch das hier drüben vom Layout her, das ist schon mal sehr gut. Ja, auch die Pläne an sich sind schön dargestellt. Es ist eigentlich nichts vage oder so, sondern es wird direkt gesagt, ja, das Teil gehört auf den Zapfen drauf. Das ist schon mal gut. Ja, hier sieht man dann den Innenraum. Nochmal. Aber das ist wirklich eine schöne Dreingabe, gerade bei so einem kleinen Panzer mit relativ großen Luken, da sieht man eigentlich schon viel dann später. Ja, hier kommen dann auch echte Metallfedern zum Einsatz auf einer Metallwelle für das Fahrwerk. Ja, aber im Großen und Ganzen wie bei Tamiya eigentlich auch. Und das ist ja auch gut so. Sollte auch den Anfänger vor nicht zu große Probleme stellen.
weil ja auch die Teileanzahl pro Baustufe jetzt nicht zu groß ist. Man kann da schon noch folgen. Die Ketten werden offenbar nur zusammengesteckt. Das ist natürlich auch schön. Dann bleibt es auch beweglich. Ja, hier wird alles offen dargestellt. Okay. Ja, hier sieht man diese Hinweise auf die Varianten. Die unterscheiden sich eigentlich hauptsächlich in der Bewaffnung, soweit ich das gesehen habe. Ja, auch ein paar Fotonetzteile kommen zum Einsatz. Ah ja, und man bekommt noch ein französisches Maschinengewehr dazu. Warum auch immer. Aber das kann man ja immer brauchen, wenn man mal ein Diorama baut, Erster Weltkrieg. Dann hat man hier noch ein Diagramm mit allen enthaltenen Gießästen, Fotonetzteile, Abziehbilder und ja, diverse andere Kleinteile. Hier dann farbig die Bemalungs- und Markierungsvarianten. Jetzt eins Mai 1940 von den Franzosen. Dann im Ersten Weltkrieg ein französisches Fahrzeug. Ein finnisches Fahrzeug, Februar 1940. Und ein deutsches Beutefahrzeug von der Luftwaffe im Sommer 1944. Schön ist, dass das ja hier farbig abgedruckt ist. Andererseits schlecht ist, dass es immer nur eine Ansicht gibt. Das finde ich ein bisschen nervig. Jetzt gerade bei der Tarnung, ja, kann man jetzt vielleicht nicht gerade erraten, wie es da weitergeht auf der anderen Seite. Ich meine, hier ist klar und hier sowieso, aber bei den beiden wäre das schon gut gewesen. Dann hier eine Farbtabelle. Das bezieht sich auf Vallejo-Farben. Ja, das ist ein bisschen einseitig. Die meisten Hersteller haben da mal ein bisschen mehr Hersteller genannt. Aber für mich ist das eh relativ unerheblich. Ich lackiere meine Modelle eigentlich ja immer so mit der Farbe, die ich für richtig halte. Ich denke da mal nicht so viel drüber nach. Okay, also Bauanleitung finde ich sehr gut. Die Bemalungsanleitung ist ein bisschen spärlich. So, dann schauen wir uns mal die Plastikteile an. Hier sieht man die Seitenwände von der Wanne, Auspuff und so diverse Kleinteile. Ja, also das sieht schon sehr sauber aus. Wieder fällt mir auf, dass es sehr nach Tamiya aussieht. Aber das ist ja kein Problem. Das ist ja eher gut. Ja, Nietendetails und so sind schon sehr gut wiedergegeben. Und so ein Panzer aus dem Ersten Weltkrieg, der lebt ja von diesen ganzen Nietenreihen. Das ist ja das Entscheidende. Hier haben wir dann Teile vom Turm. Auch hier super Nietendetails. Der hat auch hier oben am Dach eine Stahlgussstruktur. Das ist schon mal gut. Könnte vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt sein, aber wer will, kann ja da noch mit ein bisschen Spachtelmasse oder so nachhelfen. Ja, kein Grad in Sicht, keine Fischhäute, aber das ist ja auch klar von dem modernen Hersteller, der frisch einen Bausatz auf den Markt bringt. Da ist eigentlich immer alles 1A. So, hier haben wir zwei Gießäste mit den Laufrollen und ihr seht, die sind so erhaben gegossen. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat, formenbautechnisch. Ja, vielleicht, dass da kein Grat entsteht, weil
die Gussform vielleicht irgendwie hier unten nur schließt und nicht genau in der Mitte von der Laufrolle. Das ist jetzt aber nur geraten von mir. Aber das sieht ganz anständig aus und sollte sich auch gut auslösen lassen, weil es nur 2 Befestigungspunkte gibt. Ich hasse es immer, wenn ich da bei so Laufrollen dann 4 Punkte habe und dann nochmal alles zurechtschnitzen muss. Hier haben wir noch mehr Fahrwerksteile. Wieder gilt, super Nietendetails. Ja, auch das Maschinengewehr ist fabelhaft. Ich denke, wenn man da irgendwie ein Resin-Teil kaufen würde, das wäre nicht wesentlich besser. Ist auch sehr filigrane Teile dabei. Ja, das macht einen hervorragenden Eindruck. So, bis jetzt hat man hauptsächlich die äußeren Teile vom Panzer. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen das Interieur an. Und da wird es dann nochmal sehr, sehr detailliert und filigran. Das ist nicht von schlechten Eltern. Ja, hier sieht man 2 Auswurfmarken, aber ich habe im Bauplan gesehen, da kommt nochmal eine Platte drüber. Da wird man also nichts sehen davon. Ja, das ist die Unterseite vom Fahrzeug. Ja, auch diese Stoffteile sozusagen haben einen schönen Faltenwurf. Das sieht auch schön aus. Hier haben wir Teile vom Motor und vom Getriebe. Das wird ja auch mitgeliefert. Also ich bin ziemlich beeindruckt, wie scharf da die Details wiedergegeben sind. Keine Sinkmarken in Sicht. Auch hier wieder äußerst filigrane Teile. Und der Guss ist einfach makellos. Hier unten hat man noch ein paar einzelne Geschosse, Patronen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo die genau dazugehören sollen. Aber wenn man da irgendwie das Fahrzeug vielleicht beim Aufmunitionieren zeigen will, warum nicht? Hier haben wir dann noch 2 Gießäste, die identisch sind, die dann nochmal Fahrwerksteile beinhalten. Antriebsrad, Leitrad und so. Vom Leitrad hat man 2 Varianten. Einmal glatt und einmal so genietet mit so einer eigenartigen Struktur drauf. Sieht fast aus, wie wenn das Holz wäre. Bin mir aber nicht ganz sicher, was das ist. Ich kenne eigentlich nur Fahrzeuge mit dem Stahlrad. Hier haben wir dann noch die Ketten. Die sind aus so einem schwarzen Hartplastik gegossen und sind schon ausgelöst. Also man spart sich da ziemlich viel Zeit, wenn man die nicht runterschneiden muss vom Gießast. Ich habe jetzt hier mal probehalber so eine Sektion zusammengesteckt. Da braucht man keinen Kleber dafür. Kann man einfach zusammenstecken, gut ist. Und dadurch bleibt es auch beweglich, auch wenn das jetzt hier ein bisschen störrisch wirkt. Ein Problem ist, hier seht ihr es auf der Lauffläche, ist so ein kleiner Nupsi zu sehen. Ich meine, klar, irgendwie müssen die Kettenglieder ja gegossen werden, aber das lässt sich hier recht leicht entfernen. Einfach mit dem Messer abschaben und noch einmal drüber schleifen, dann sollte das passen. Also auch hier gilt innen schöne Details. Also das sind schon sehr gute Ketten. Der Bausatz kommt auch mit ein paar Metallteilen daher. Hier haben wir die Fotoätzteile. Sind zwar nicht viele, aber die sind durchaus sinnvoll. Und die Teile sind fürs Fahrwerk, da sind echte Federn drin und so Metallwellen. Also ich denke mal, das Fahrwerk wird dann beweglich mit einer echten Federung.
das ist natürlich schön, wenn man das Modell später auf einem Diorama hat und es dann einen unebenen Untergrund hat. Das sieht dann immer sehr dynamisch aus, wenn das da so drüber fährt und das Fahrwerk sich da eben anpasst. Die Abziehbilder sind sehr schön gedruckt. Da ist kein Versatz zu sehen und auch sehr dünn. Also ich denke, die sollen sich mit Mikrosol schön an die Oberfläche anpassen. Vor allem, wenn sie dann auch über diverse Nietenreihen sich erstrecken. Das ist natürlich dann blöd, wenn man da störrische Abziehbilder hätte. Aber jetzt vom ersten Eindruck denke ich, dass die sehr gut sind. Aber das ist natürlich eine Sache, die sieht man erst, wenn das Modell dann gebaut ist. Wie gesagt, das ist meine erste Berührung mit Mengen. Ich habe vorher noch nie einen Mengenbausatz in Händen gehabt und muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Das sieht alles sehr sauber gegossen aus, sehr durchdacht und auch nicht zu kompliziert. Das ist was manche Modellbauer mir schon gesagt haben, wenn es um Mengen ging, dass das Ganze einen etwas übertriebenen Eindruck macht, dass viele Sachen einfach zu kompliziert gegossen sind, die eigentlich gar nicht so nötig waren. Aber jetzt hier bei dem FT17 habe ich eigentlich nicht den Eindruck, das ist alles sehr ausgewogen. Es ist vielleicht nicht so einfach zu bauen wie ein Tamiya-Modell, aber auch nicht so kompliziert wie manches Dragon-Modell. Das würde ich so genau in der Mitte ansiedeln. Bauanleitung ist sehr schön, sollte auch Anfänger entgegenkommen. Abziehbilder sehr dünn, sollten auch schön sein. Also ich sehe jetzt hier kaum Kritikpunkte. Auch das komplette Interieur ist halt schon Bombe, da kann man richtig viel mitmachen. Sei es jetzt nur das offen darzustellen, wenn die Besatzung gerade ausgestiegen ist, oder man könnte auch einen zerstörten Panzer machen. Ja, da ist einfach alles schon vorhanden. Das eröffnet einem auch ganz andere Möglichkeiten, wie man das vielleicht von einem älteren Bausatz kennt. Der Bausatz an sich kostet so um die 50 Euro, glaube ich. Ja, das ist schon ziemlicher Happen. Ist aber jetzt im Vergleich mit anderen Herstellern nicht wesentlich teurer. Man bekommt schon einiges geboten hier. Das steht auf alle Fälle fest. Meiner Meinung nach auch ein Bausatz für Beginner, wobei da natürlich auch wieder der Preis eine Rolle spielt. Wenn einer frisch anfängt, wird er sich sicherlich keinen Bausatz für 50 Euro kaufen, sondern eher was für 20 Euro oder noch weniger. Deswegen ist immer so eine Sache. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, diesen Bausatz zu bauen, und das wird sicherlich interessant. Ich habe da jetzt noch keine genaue Vorstellung, was ich mit anstelle. Ich habe das echte Fahrzeug mal in Paris gesehen. Ich glaube in der Col Militaire, glaube ich. Da steht einer drin. Der ist noch kleiner, wie man eigentlich vermuten würde. Deswegen tendiere ich ein bisschen, das Fahrzeug als Museumsfahrzeug zu zeigen. Vielleicht auf einer kleinen Base oder so, mit ein paar Leuten, die den gerade fotografieren oder anschauen oder was auch immer. Und das gibt natürlich auch die Möglichkeit, die ganzen Luken offen darzustellen. Weil im Museum würde man das ja vielleicht offen machen, damit man da alles sieht. Das ist aber jetzt nur so mal eine grobe Idee. Ich werde mich da jetzt nicht drauf festlegen, dass ich genau das mache. Vielleicht mache ich auch eine Szene aus dem Ersten Weltkrieg oder aus dem Zweiten Weltkrieg oder auch dazwischen. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Gut, dann hoffe ich, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Varkas.